Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Shitbürgertum von Ulf Poschardt ist ein provokatives und pointiertes Buch, das sich mit dem aktuellen Zustand der deutschen Gesellschaft auseinandersetzt. Der Autor, selbst Chefredakteur der Welt, bringt mit seinem Werk eine kritische, jedoch nuancierte Reflexion über die zunehmende Spaltung und Emotionalisierung politischer und gesellschaftlicher Debatten. In einer Zeit, in der populistische Bewegungen an Auftrieb gewinnen und das bürgerliche Selbstverständnis unter Druck steht, analysiert Poschardt die Ursprünge, Erscheinungsformen und Folgen dessen, was er als das Shitbürgertum bezeichnet. Er greift dabei auf seine profunden Erkenntnisse aus Politik, Medien, Kultur und Alltag zurück, um einen umfassenden Überblick über die gesellschaftlichen Entwicklungen zu bieten, die zur aktuellen Lage geführt haben. Das Buch richtet sich sowohl an politisch Interessierte als auch an all jene, die gesellschaftliche Dynamiken und Kommunikationsformen unserer Gegenwart verstehen wollen. Poschardt gelingt es mit Witz, Schärfe und analytischer Tiefe, unbequeme Wahrheiten anzusprechen und Debatten anzuregen. Der Leser wird in die Lage versetzt, eigene Haltungen zu hinterfragen und die Konsequenzen gesellschaftlicher Spaltungen zu erkennen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Definition und Ursprung des Begriffs Shitbürgertum. Das Buch beginnt mit einer grundlegenden Begriffsklärung. Ulf Poschardt definiert das Shitbürgertum als eine Ableitungsform des klassischen Bürgertums, das unter dem Einfluss der Digitalisierung, sozialen Medien und gesellschaftlicher Polarisierung eine toxische Wendung genommen hat. Ursprünglich stand das Bürgertum für Werte wie Aufklärung, Vernunft, Toleranz und bürgerliches Engagement. Im Verlauf der letzten Jahre hat sich jedoch ein Wandel vollzogen, den Poschardt kritisch seziert. Boost, Verstärkung und Empörung dominieren Online-Diskurse. Shitbürgertum beschreibt laut Poschardt jene Teile des Bürgertums, die Reaktanz zeigen gegenüber gesellschaftlichem Wandel, Diversität und Globalisierung. Es äußert sich in übersteigerter Empfindlichkeit, Ironieverlust, Intoleranz und dem Hang zur öffentlichen, oft anonymen Empörungskultur. Poschardt analysiert pointiert, wie sich diese Transformation sowohl in medialen Debatten als auch im Alltag zeigt. Deutlich wird hierbei, wie die Verunsicherung und Überforderung der Bürger im digitalen Zeitalter eine neue Protesthaltung hervorbringen, die sich beständig gegen den gesellschaftlichen Mainstream wendet. Zweitens. Die Rolle der sozialen Medien und digitale Empörung. Ein zentrales Thema im Buch ist die Rolle sozialer Medien bei der Herausbildung des Shitbürgertums. Poschardt zeigt auf, dass Plattformen wie Twitter, Facebook oder Instagram die Art und Weise, wie gesellschaftliche Diskussionen geführt werden, grundlegend verändert haben. Durch Algorithmen werden polarisierende, negative oder empörte Positionen bevorzugt präsentiert, da sie mehr Reichweite und Interaktion erzeugen. Dies führt dazu, dass Subtilität, Differenzierung und Kompromissbereitschaft verdrängt werden. Stattdessen prägt eine schnell eskalierende digitale Empörung die Debatte, oftmals zugespitzt, wenig faktenbasiert und hoch emotionalisiert. Gerade Vertreter des Shitbürgertums nutzen diese Mechanismen, um Wut, Angst oder Ironie in Extremform zum Ausdruck zu bringen. Poschardt beschreibt, wie dieses digitale Verhalten das gesellschaftliche Klima vergiftet, Diskurse verengt und zur Verhärtung der Fronten beiträgt. Diese Entwicklungen analysiert er an zahlreichen Beispielen aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Das Kapitel verdeutlicht eindrucksvoll, wie eng das Phänomen Shitbürgertum mit der Logik und Dynamik der digitalen Kommunikation verbunden ist. Drittens. Bürgerlichkeit zwischen Tradition und Wandel. Ein weiteres wichtiges Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, was Bürgertum im 21. Jahrhundert eigentlich noch bedeutet. Poschardt wirft einen kritischen Blick auf Werte, Haltungen und das Selbstverständnis des klassischen Bürgertums. Im historischen Rückblick zeigt er, wie bürgerliche Tugenden wie Aufklärung, Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft, Überparteilichkeit und Toleranz einst für den Fortschritt der Gesellschaft sorgten.
Das Shitbürgertum hingegen symbolisiert den Niedergang dieser Tugenden, indem es sich zunehmend in Nostalgie, Rückzugsgefechte und Opposition zum Zeitgeist flüchtet. Poschardt plädiert dafür, sich an den humanistischen Idealen des Bürgertums zu orientieren und diese auf die Herausforderungen der Gegenwart zu übertragen. Er argumentiert, dass ein aufgeklärtes, liberales Bürgertum den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und produktive Debatten ermöglichen kann. Doch dazu ist es notwendig, sich aus der Opferhaltung des Shitbürgertums zu lösen und Verantwortung für Fortschritt und Dialog zu übernehmen. Dieses Kapitel dient als Mahnung und zugleich als Appell für Erneuerung von Bürgersinn und Diskussionskultur. 4. Die politische Dimension: Populismus, Spaltung und Protest. Shitbürgertum hat laut Poschardt eine klar politische Dimension. Die zunehmende Spaltung der Gesellschaft manifestiert sich in Wahlverhalten, Protestbewegungen und der Akzeptanz populistischer Narrative. Viele Vertreter des Shitbürgertums fühlen sich von Politik und Medien nicht mehr repräsentiert, suchen einfache Antworten und reagieren allergisch auf komplexe Lösungen. Poschardt analysiert, wie diese Haltung die Offenheit für populistische, autoritäre oder nationalistische Positionen erhöht. Dies zeigt sich im Aufstieg extremer Parteien, wachsendem Misstrauen gegenüber Institutionen und in der Ablehnung pluralistischer Diskurse. In seinem Buch beleuchtet Poschardt, wie politische Akteure und Algorithmen gezielt mit den Emotionen des Shitbürgertums spielen, um gesellschaftliche Spaltungen zu verschärfen. Gleichzeitig hebt er die Gefahren hervor, die aus der Normalisierung von Empörung, Ironielosigkeit und Cancel Culture erwachsen. Abschließend liefert er Anregungen, wie die Demokratie widerstandsfähiger gegen die Polarisierungsdynamik gemacht werden kann. Schließlich Strategien für einen neuen gesellschaftlichen Diskurs. Das letzte Hauptthema widmet sich möglichen Auswegen aus der Negativspirale, die Poschardt durch das Shitbürgertum diagnostiziert. Der Autor fordert einen bewussteren Umgang mit Sprache, Medien und Diskursformaten. Er betont die Bedeutung von Resilienz, Gelassenheit und Humor im Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten. Zudem plädiert er für mehr Dialogbereitschaft, Offenheit und Bereitschaft zur Selbstkritik, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum. Dazu gehört, Meinungsaustausch nicht zu moralisieren, sondern vielmehr nach Kooperationsbereitschaft und Erkenntnisgewinn zu streben. Ein besonderer Fokus liegt darauf, wie Bildungssystem, Medienlandschaft und Politik zur Revitalisierung einer konstruktiven Bürgerlichkeit beitragen können. Poschardt liefert konkrete Handlungsansätze und plädiert für eine Rückkehr zu einer diskussionsfreudigen, empathischen und differenzierten Debattenkultur, um so den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern und neuen Extremismen entgegenzuwirken. Zusammenfassend: Shitbürgertum von Ulf Poschardt ist ein Buch, das zum Nachdenken und Diskutieren anregt. Es liefert eine schonungslose Bestandsaufnahme unserer modernen Diskurskultur und gibt tiefe Einblicke in die gesellschaftlichen Dynamiken, die zur aktuellen Polarisierung geführt haben. Wer an Gesellschaft, Politik, Medien und den Auswirkungen der Digitalisierung interessiert ist, sollte dieses Buch unbedingt lesen. Besonders geeignet ist es für Leserinnen und Leser, die sich für gesellschaftlichen Wandel, Meinungsbildung und Kommunikationskultur interessieren, aber auch für Lehrende, Politikerinnen und Medienschaffende. Das Buch überzeugt durch seine Schärfe, seinen analytischen Tiefgang und seine konkreten Handlungsvorschläge. Es hilft dabei, die eigene Rolle in der Gesellschaft kritisch zu reflektieren und ermöglicht einen differenzierten Blick auf aktuelle Konflikte. Wer sich fragt, was aus dem klassischen Bürgertum geworden ist und wie wir wieder zu einem zivilisierten Diskurs zurückfinden, findet in Shitbürgertum wertvolle Impulse. Im Vergleich zu anderen Büchern auf dem Markt besticht es durch seine provokante These, seine literarische Qualität und seinen Mut zur gesellschaftlichen Selbstkritik. Es bietet nicht nur eine Diagnose, sondern auch die dringend benötigten Wege zum gesellschaftlichen Dialog und Zusammenhalt. Deshalb lohnt sich die Investition in dieses Buch für eine aufgeklärte, offene und konstruktive Gesellschaft. Wenn Sie unterstützen möchten, Ulf Poschardt, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.